Herzlich willkommen in der Aquarellschule Ella de Fee. Ich bin Kerstin. Heute wieder mit einem Herbstbild. Ich male heute wieder mit den Aquarellfarben von Viktoria Hilbrecht. 12 schöne Näpfchen zum Thema Herbst. Das kommt in diesem schönen Schächtelchen. Und diese Farben, diese wunderschönen Farben sind natürlich, auf natürlicher Basis, auf Honigbasis, und auch die Pigmente sind reine Kosmetikpigmente. Also auch wenn da mal was verschluckt würde, ja, macht das überhaupt nichts, weil, wie gesagt, diese Farben sind natürlich. Ich verwende hier, wie gesagt, diesen Herbstfarbkasten, ein Gold Ochre, ein Bronze Ochre, Venetian Red, Caput Mortuum, Bordeaux Rot, Beige Pink, Anthracynone Blue, Oxide Black, Slate Grey Blue, Hooker's Green und Sepia Brown. Oxide Green wäre auch dabei, verwende ich aber im Moment, also in diesen Herbstbildern ist das sehr, sehr selten bei mir. Dann habe ich zusätzlich noch eine Chamäleonfarbe von ihr. Einfach da kann man so ganz besondere Nuancen, glänzende Nuancen noch hineinbringen. Ja, nun wollen wir anfangen. Wir brauchen dazu noch eine kleine, runde, selbstklebende Etikette, die wir in den Himmelbereich pflanzen. Ich möchte so eine neblige Bergsilhouette malen mit einem Vordergrund auch. Ja, schauen wir mal, wie es dann letztendlich wird, was daraus entsteht. Bei mir ist das ja immer so ein bisschen, man weiß es nie so genau, weil ja, plötzlich passiert das eine oder das andere noch. Wo stelle ich es denn hin? Wo setze ich meine Sonne hin? Hier. Gut. Nun starten wir. Wie immer verwende ich sehr gerne meinen Elastip, den von mir entwickelten Pinsel mit dem sehr borstigen Haar, der da vorne doch noch ein paar so feine Härchen hat und deswegen auch so wunderbar funktioniert. Wir feuchten das Blatt wieder komplett an. Das mache ich auch mit dem Elastip. Ja, mit dem Pinsel kann man sehr schön das regelmäßig und gleichmäßig anfeuchten. Lasst euch da ruhig Zeit, dann ist das Blatt gut feucht. Das ist wichtig, es muss überall glänzen. Es muss nicht ein See darauf schwimmen, aber glänzen soll es. Ja, sobald wir das Blatt angefeuchtet haben, holen wir ein Bronze Ochre direkt über die Sonne, verteilen wir das immer noch mit dem Elastip und geben ein Venetian Red dazu. Wir können sogar auch ein bisschen Caput Mortuum dazu geben. Das ist sehr schön, wenn das wirklich so ein bisschen warm daherkommt, dieser Sonnenbereich. Wir verteilen es nach oben und auch ein bisschen nach unten und holen dann ein Anthracynone Blue dazu von den oberen Ecken und auch von der Seite und verblenden es mit dem rötlichen Farbklang des Himmels, aber nicht ganz flächig. Ihr seht, ich kipple da den Pinsel leicht schräg, sodass da so Bahnen entstehen, so wie kleine Wölkchen. Ich verwende einen Maestro von Da Vinci Nummer 3 jetzt, sobald das Ganze trocken ist, also ich lasse den Himmelbereich trocknen und mische mir dann aus einem Slate Grey Blue, ein bisschen Oxide Black und Sepia Brown, mische ich mir eine Farbmischung, die ich dann als Berge an den Himmel male. Also ja, ihr seht, horizontal, komplett horizontal ziehe ich eine Bergsilhouette an den Himmel. Das muss jetzt ein bisschen flott gehen. Ihr seht, es ist schon fast zu trocken, obwohl ich recht schnell male. Man muss das dann sofort nach unten hin verblenden, dass man wirklich auch den Nebelbereich hat. Bei mir gibt es eine Kanalmitgliedschaft, wo ihr mehr als 120 Step-by-Step und Real-Time-Videos findet. Da findet ihr unten den Button. Da gehe ich natürlich ganz genau auf Details ein, wie Bäume in Realtime, also in Echtzeit, oder aber auch die Spiegelungen in einem See,
Da gibt es wirklich ganz viel Techniken, Tricks und ja, da findet ihr sehr, sehr viele Dinge, die wichtig sind, wenn ihr eure Aquarellmalerei sehr ausbauen möchtet. Also da seid ihr herzlich willkommen. Schaut einmal rein. Nun habe ich mit derselben Farbmischung ein bisschen intensiver einen Hügelzug ins Bild gezogen, nach unten hin verblendet, aber erst nachdem der Hintergrund trocken war. Auf diesem Hügel hier rechts male ich eine Burg und gebe dann die runde, selbstklebende Etikette von meinem Himmelbereich wieder weg. Also ich löse sie ab. Sobald das auch wieder gut trocken ist, ich habe es nach unten hin verblendet in einen Nebelbereich hinein, es ist Herbst, es ist alles so ein bisschen neblig und ich male jetzt den Vordergrund, da verwende ich wieder dieselben Farben wie am Himmel, aber auch ein Goldocker dazu. Die Grenze zum Nebel hin, die male ich, also da verstärke ich ein bisschen das Sepia Brown. Ich mische aber auch ein Slate Grey Blue hinein, so dass es ja nicht ganz warm ist, sondern ein bisschen ins Bläuliche geht. Mit einer recht dunklen Mischung, sehr viel Sepia Brown, auch ein bisschen Schwarz und Slate Grey Blue, male ich diese Feldzäune, also diesen Viehzaun wird es wahrscheinlich sein, und gebe dazwischen auch mit einem feinen Schriftenpinsel, mit einem Nova Synthetics Nummer 3, gebe ich den Draht hinein. Sobald ich den Zaun habe trocknen lassen, dass ich ihn nicht verschmiere mit der Hand, male ich auf der linken Seite wieder mit dem Maestro, male ich hier jetzt einen Baum hinein. Gegen unten, habt ihr gesehen, habe ich ihn sofort verblendet, bevor die Farbe trocken war. So kann man das wirklich, also so hat man dann nicht so einen hässlichen Übergang, sondern da verbindet sich der Baum sehr schön mit dem Untergrund. Und hier oben ziehe ich ganz feine Äste ins Bild. Es ist jetzt schon recht herbstlich draußen und man sieht wirklich auch Äste, weil es gibt nicht mehr alles Laub an den Bäumen. Es ist nicht mehr so dicht, so saftig dicht. Mit einem Aquarell-Naturschwamm tupfe ich die Baumkrone, tupfe ich das Blattwerk mit derselben Mischung, wie ich den Baum getupft habe, und auch an diese Krete hier zwischen den Zaun tupfe ich mit derselben Mischung ein paar Büsche, ein bisschen Gewächs. Mit derselben Mischung jetzt in diesen feuchten Untergrund hinein, weil ich bin überall noch mal ein bisschen drüber gegangen mit dem Schwamm, das habt ihr gesehen, ziehe ich meinen Schatten immer von der Sonne weg. Hier wasche ich gerade noch ein bisschen Licht um die Sonne. Auch die Auswaschtechnik findet ihr in meinen Videos immer wieder, genau erklärt natürlich unter anderem auch in der Kanalmitgliedschaft, aber ihr könnt auch wirklich Videos suchen, die direkt dieses Thema behandeln, dieses Auswaschthema. Das kommt immer wieder vor, weil man einfach damit sehr, sehr gut neue Dinge hineinpflanzen kann in ein Bild, ohne dass man das vorher bedenkt. Ihr kennt von mir, ich liebe es, wenn ich einfach drauf losmalen kann und schauen kann, was entsteht. Das ist so ein bisschen abenteuerlicher vielleicht, und vor allen Dingen kann man jedes Bild retten. Also alles kann man wieder wegholen und wieder neu gestalten. Ja, mit derselben Sepia Brown Mischung, also Sepia Brown, Slate Grey Blue, ein bisschen Schwarz. Man kann auch ein bisschen Anthraquinone Blue hineingeben, jetzt das ein bisschen zum Himmel passt, male ich jetzt im unteren Bereich nochmal ein bisschen Gras. Abgedunkelt von den Ecken her. Ich schaue, dass dieser Bereich, dieser sehr sonnenbeschienene Bereich unter der Sonne, den lasse ich hell, den möchte ich warm behalten, ein bisschen goldockerig. Aber rechts und links die Ecken, die sollen wirklich so ein bisschen dunkel sein, abgedunkelt. In derselben dunklen Mischung wie der Zaun
entsteht hier jetzt ein sitzendes Kätzchen, das sitzt da auf diesem Zaunpfahl. Und wer schon mit mir Tiere gemalt hat, zum Beispiel auf Patreon, der weiß, dass ich die Tiere nicht zeichnerisch male, sondern nur das Wesen des Tieres erfasse. Und wie gesagt, wir Menschen erkennen es sofort, auch wenn wir es nur andeuten. Unsere Augen vervollkommnen eine Landschaft, eine Figur, ein Tier, eine Blume. Wir erkennen die Dinge, weil wir sie schon gesehen haben. Nun tupfe ich wieder mit einer noch dunkleren Mischung, mit einem Bordeaux-Rot. Ich tupfe mit einem Bordeaux-Rot hier jetzt noch ein bisschen den Baum auf der rechten Seite zur Sonne hin rötlich und noch einen zweiten Baum tupfe ich hier ins Bild. Es hat mir irgendwie noch nicht ganz so gereicht, dieser eine Baum. Es war für mich noch zu wenig harmonisch und ich habe jetzt hier noch einen zweiten Baum ins Bild gezogen und ihr habt gesehen, ich habe die umgekehrte Technik verwendet. Zuerst getupft, also zuerst die Baumkrone getupft und dann diese Äste und Stämme hineingezogen. Das geht auch sehr gut. Man muss schnell arbeiten, dass die Baumkrone feucht ist, wenn man die Äste hineinzieht. Dann verbindet sich's schöner. Es geht auch anders. Man kann einfach danach nämlich noch einmal drüber tupfen, über einzelne Stellen in der Baumkrone, wenn man die Äste gemalt hat, falls man nicht ganz so schnell gestrichelt hat und die Äste nicht ganz so schnell entstanden sind. Noch einmal mit einer dunklen Mischung drüber gehen, überall dort, wo ich das Gefühl habe, es ist noch zu hell. Und dann mit einem Bordeaux-Rot gemischt mit ein bisschen Caput Mortuum tupfe ich ein paar Blumen zwischen die Zaunpfähle und sobald alles trocken ist, kommt mit einem Faber-Castell Buntstift in Weiß ein bisschen Glanz ins Bild. Patreon, ja, es gibt eine große Aquarellschule von mir auf Patreon, da findet ihr auch unten den Link. Nun hoffe ich, es hat euch gefallen. Herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch alles Gute und freue mich auf viele weitere Bilder mit euch. Wie schon gesagt, den Ella-Stipp, den ich hier sehr oft verwendet habe, den findet ihr in meinem Shop unter www.elladefee.com. Das findet ihr auch unten in der Beschreibung, genauso wie die ganzen Materialangaben. Alles könnt ihr unten in der Beschreibung finden. Alles Gute und bis bald. Tschüss!